Wow, what the f***, wie geil ist denn das? Heidenei, warum hat sowas nicht schon vorher gegeben? Einfach dazwischen stecken, fertig. Bisher haben wir euch immer gezeigt, wie man den Signalabgriff für einen aktiven Subwoofer im Auto am Original-Autoradio macht. Und zwar mit einem AAC.3 mit freien Leitungsenden. Also das ist ein High-Low-Adapter, der aus Lautsprecherausgängen vom Autoradio einen Cinch-Ausgang macht. Und sogar noch eine Remote-Leitung zum Anschalten des Subwoofers. Eins vorweg, für alle, die in ihrem Fahrzeug bereits eine Soundanlage drin haben, zum Beispiel eine B&O, eine Harman Kardon, eine Beats, Dyn-Audio, alles in diese Richtung. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute machen, weil wir rüsten heute quasi die Soundabgriffe im originalen Standard-Soundsystem ab und bringen da eine erhebliche Erleichterung rein, um eben für ein Standard-Soundsystem einen Aktiv-Subwoofer nachzurüsten, das jetzt endlich mal Bass im Auto ist. Also jetzt nochmal ganz in Ruhe. Für alle, die ihre Standard-Soundanlage im Fahrzeug mit mehr Bass versorgen möchten, gibt es ja jede Menge Auswahl an aktiven Subwoofern, die einen eingebauten Verstärker im Gehäuse drin haben, egal ob ihr jetzt einen Underseat, so einen flachen Woofer nehmt, einer, der ins Reserverad reinpasst, der im Kofferraum drin liegt oder anstatt Reserverad jetzt dann drin ist. Wir haben immer das gleiche Problem, all diese Subwoofer brauchen natürlich das Signal, was sie überhaupt an Bass spielen sollen. Das kommt aus dem Autoradio raus. Euer originales Autoradio ist nie dafür vorgesehen, da irgendwo was anzustecken, sondern es kommen originale Kabel aus dem Autoradio raus, gehen in dein Fahrzeug rein zu den Lautsprechern. Und wir müssen ja da immer drauf hüpfen. Und bisher haben wir das immer mit unserem AAC.3 gemacht, unseren High-Low-Adapter, der auf freie Leitungsenden irgendwie jetzt auf diesen Stecker montiert werden musste mit solchen Stromdieben oder sonst was. Und wir haben uns jetzt was dabei gedacht und haben gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so ideal, wir wollen es euch viel einfacher machen. Und wir haben jetzt die Plug-and-Play-Variante für diesen Abgriff für euch, damit es unglaublich leicht wird für euch, hier am Autoradio irgendwas zu machen. Einfach anstecken, fertig. Die Fortführung des High-Low-Adapters, den ich euch gerade gezeigt habe, ist unser neuer HLM High-Low-Adapter Molex. So ist die Abkürzung für diese Art des Steckers, der nennt sich Molex. Den finden wir nämlich auch wieder an unserem Gegenstück, das wir ins Fahrzeug reinbauen. Der hat die Möglichkeit, dass wir das Ganze jetzt verpolungssicher anstecken können. Und damit ist unsere Signalanbindung schon gegeben und wir haben an unserem Stecker auch die Vorbereitung für die Stromversorgung, dass wir den hier anstecken können, ohne dass wir das Kabel am Fahrzeug berühren müssen. Und jetzt einfach unseren HLM anstecken können, der euch jetzt auch ein Top-Signal rauszaubert aus den vorderen Lautsprecherausgängen des Originalradios. Und auch keine Probleme beim Anbinden macht, wie vielleicht der ein oder andere High-Low-Adapter, der Probleme macht beim Autoradio, dass es Fehlermeldungen von sich gibt oder sonst was. Haben wir alles mit dem HLM bereits erledigt und haben jetzt eine Cinch-Leitung mit einem hochwertigen Signal und auch eine Remote-Leitung, um so einen Subwoofer anschalten zu können. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Anschalten sind, ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass eure aktiven Subwoofer eine separate Stromversorgung bekommen. Das ist ja auch immer an die Batterie oder wo es halt immer notwendig ist. Wir reden ja hier in dem Fall vom Signalabgriff am originalen Autoradio. Und jetzt können wir hier in unserem Pack ist immer eine 5 Meter Cinch-Leitung drin, die ihr jetzt hier anstecken könnt und am Subwoofer entsprechend auch anstecken könnt und auch eine 5 Meter Remote-Leitung mit Anschlussstecker, um dieses Kabel entsprechend die Remote-Leitung, die Anschaltleitung bis zum Subwoofer verlängern zu können. Das ist immer im Basisset mit drin. Wir haben 3 verschiedene Sets und in jedem Set ist das, was ich euch gerade gezeigt habe, immer als Basiskomponente mit dabei. Und weil es verschiedene Fahrzeugstecker gibt, haben wir jetzt genau 3 verschiedene Varianten an Kfz-Adaptersteckern, so dass sich 3 verschiedene Sets ergeben mit einmal Quad-Lock-Stecker als Komplettvariante, einmal mit Power-Quad-Lock-Stecker als Komplettvariante und einmal mit ISO-Stecker als Komplettvariante. Also diese 3 Sets gibt und wie man die jetzt unterscheidet an Anschlusssteckern, gehen wir jetzt durch. Unsere Kfz-Anschlüsse
Fangen wir an mit unserem ISO-Anschluss. Das ist für alle deutschen Premium-Fahrzeuge mal ganz grundsätzlich bis 2005 in etwa. Die haben alle einen ISO-Anschluss drin und kann mich da drauf docken. Wer jetzt sagt, ah ja, ich habe aber einen Kia oder einen anderen japanischen Wagen, dafür könnte man diesen Anschluss ganz genauso nutzen. Man braucht nur einen passenden T-Kabelsatz, der auf das entsprechende Fahrzeug adaptiert und wir uns mit unserem ISO-Anschluss ebenfalls hier drauf docken können. Somit ist also der ISO-Kabelkit die Variante, die auch für alle anderen Fahrzeuge genutzt werden können. So. Und jetzt kommen wir zum Quad-Lock-Stecker, und zwar dem normalen Quad-Lock-Stecker. Das ist für alle Fahrzeuge der deutschen Premium-Autos ab 2007 bis 2014, ganz grob, ist ein normaler Quad-Lock verwendet worden. Und ab 2017 kann man davon ausgehen, dass das eigentlich ein Power-Quad-Lock ist. Jetzt fragt ihr euch, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Quad-Lock und einem Power-Quad-Lock? Das kann man eigentlich ziemlich genau erkennen. Also der Stecker an sich, das Gehäuse ist genau der gleiche, nur der Power-Quad-Lock hat hier zwei Anschlüsse mit dabei, so dicke Pins, wo auch ein dickeres Stromkabel für die Stromversorgung des Autoradios zuständig ist. Und das hat der normale Quad-Lock nicht. Der hat einfach nur die Stromversorgung über die gleichen Pins wie die anderen. Und der Power Quad-Lock hat zwei extra dicke Pins drin. Wenn ihr euch also jetzt bei den Baujahren nicht ganz sicher seid, wo seid ihr jetzt eigentlich, weil wir von 2015 und 2016 haben wir jetzt nicht geredet, das sind immer diese Jahre, wo nicht ganz klar ist, ob jetzt da in 2006 vielleicht noch ein ISO-Anschluss im Auto drin ist von irgendwelchen Modellen oder bereits schon ein Quad-Lock, oder zwischen 2014 und 2017 gibt es halt auch Fahrzeuge, die haben schon den neuen Power Quad-Lock drin, und manche Fahrzeuge haben in 2017 tatsächlich noch den alten drin. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, welchen Kit der richtige für euch ist, ruft uns doch einfach an. Wir beraten euch selbstverständlich sehr gerne. Jetzt machen wir nun mal ein richtig detailliertes Praxisbeispiel. Hier seht ihr die Komponenten, die in jedem der Sets drin sind, und für welches Set ihr entscheidet, ist ja klar, ob ihr jetzt entweder einen Quad-Lock-Anschluss, einen Power-Quad-Lock oder einen ISO-Anschluss habt. Dementsprechend wählt ihr euer passendes Set aus. Wir haben hier als Beispiel einen Golf 6 Autoradio, das heißt, wir brauchen den Quad-Lock-Anschluss, den wir auch hier direkt anstecken können. Und dann können wir die zwei Stecker gleich mal komplett wegräumen. Und jetzt haben wir hier auf der Seite den Anschluss, der ans Fahrzeug angesteckt wird, aber hier haben wir unseren Abgriff jetzt. Das, was vom Autoradio rauskommt, stecken wir hier direkt an. Einmal Signal, einmal die Stromversorgung, schwarz zu schwarz, das ist Masse, und gelb Dauerplus auf den roten Stromzuführungsplus vom HLM. Am HLM haben wir dann die Ausgänge, die sehr gutes Signal führen für unsere Cinch-Leitung. Und die Cinch-Leitung, die könnt ihr jetzt im Auto verlegen bis zum Subwoofer, da wo ihr den halt im Fahrzeug installiert habt, und könnt die Cinch-Leitung in der Regel direkt so anstecken. Und jetzt fehlt noch unsere Remote-Leitung, die wir hier miteinander verbinden können. Das weiße Kabel hier ist die Remote-Ausgangsleistung, und das können wir jetzt mit dem Verlängerungskabel, mit dem blauen Remote-Kabel bis zum Remote-Anschluss des Subwoofers führen, und damit wäre im Prinzip die ganze Signalleitung und Remote-Leitung so nachvollziehbar zu machen. Die Stromversorgung eines jeden Woofers ist natürlich separat nochmal zu sehen. Hier in dem Video geht es ja wirklich nur um Remote und die Signalleitung. Solltet ihr einen anderen Woofer haben, der zum Beispiel so ausschaut, der hat auch diese Cinch-Eingänge, die könnt ihr direkt wieder anstecken. Ihr habt in der Regel natürlich bei jedem Woofer hier wieder die Stromversorgung, die ihr auf die Masse und auf die Batterie legen solltet. Und jetzt haben wir hier noch diese Remote-Leitung, die hier nicht als Anschlussterminal wie bei dem anderen Woofer rauskommt, sondern als Kabelstück. Und dazu legen wir euch in dem passenden HLM-Set immer die entsprechenden Quetschverbindungen mit rein, damit ihr hier immer die passende Verbindung machen könnt, egal was ihr für einen Woofer habt. Und ihr könnt damit immer eure Sachen komplett anschließen.
Falls ihr ein Fahrzeug älteren Baujahres habt, dann nehmt ihr den ISO-Anschluss, den steckt ihr genauso an, wie wir das gerade eben gemacht haben und können damit dann auch diese Fahrzeuge bedienen und das Ganze hier mit ISO konnektieren. Für alle anderen Fahrzeuge, die weder ISO noch Quad-Lock haben, ist der ISO-Konnektor die Basis jetzt, um weiterzugehen, um jedes andere Fahrzeug zu konnektieren. Egal was der für Anschlüsse drin hat, wir haben in der Regel diese T-Kabelsätze, die wir jetzt zwischen reinstecken. Also der lässt sich genauso anschließen, dass die Lautsprecherstecker und die Stromstecker durchkonnektiert werden und damit so in die Leitung reingebaut werden, dass das jetzt mit dem passenden T-Kabelsatz in jedes andere Auto auch reinpasst. Für alle Sparfüchse unter euch gibt es jetzt noch eine Variante, wo wir sogar das ganze Thema komplett wegmachen können und ihr nur diese Basiseinheit Quad-Lock, Power Quad-Lock oder ISO-Anschluss nehmt und mit einem Molex Steckverbinderkabel das entsprechend verlängert nur den Ausgang hier vom Signal nehmt. Also wir sind hier immer noch High Level, also Lautsprecherausgang, nicht Cinch-Leitung. Das wäre ja dann der HLM, der das anders macht. Wir fahren mit einem High Level Kabel direkt bis hinter zum Subwoofer und stecken den ebenfalls mit unserem Molex-Stecker an. Der passt nämlich auch in fast alle Aktivwoofer, also ich wüsste jetzt gar keinen, der da nicht passt. Hier, der hat auch einen Molex-Anschluss für ein High-Level-In. Das heißt, wir können uns den High-Low-Adapter gegebenenfalls sparen. Damit haben wir nicht die hundertprozentige Gegebenheit, dass der Autoradio nie irgendwelche Fehlermeldungen bringt, weil das macht der HLM wirklich vorzüglich. Wir können das aber einfach so direkt anstecken und jetzt braucht ihr praktisch nur die Basiseinheit Quad-Lock, Power Quad-Lock oder ISO-Anschluss mit dem entsprechenden Molex-Verbindungskabel. Und wenn ihr die Sache so verwendet, dann braucht ihr auch kein Remote-Kabel, weil der eingebaute High-Low-Adapter, die abgespeckte Version von unserem HLM, ist ja in solchen Aktivwoofern immer installiert. Der erzeugt dann intern im Woofer schon die Remote-Leitung, erkennt, das Autoradio ist an jetzt. Also schalte ich auch an und brauche nicht unnötig Strom, wenn das Autoradio aus ist. Also das passt dann sehr gut von der Variante. Und diese Molex-Verbindungskabel gibt es bei uns im Webshop natürlich genauso passend zum Kaufen. Ich mache euch den Link unten in den Videobeschreibungstext rein. Das gibt es dann als 2,75 Meter Stück. Das könnt ihr zweimal nehmen, wenn ihr sagt, okay, will ein bisschen Kofferraum rein oder so ein Underseat-Woofer mit 2,75 Meter, seid ihr eigentlich super beieinander. Am Autoradio anschließen, unten unter den Sitz das Kabel reinlegen und dann seid ihr genauso bedient. Aber das wäre die Low-Cost-Variante für die, die sagen, ich möchte jetzt doch so wenig wie möglich ausgeben. Die könnten sich auch auf das hier verlassen. Zugegebenermaßen ist der Inhalt dieses Videos im ersten Moment mal total komplex und wenn man genau drüber nachdenkt, sagt man sich, wow, what the f***, wie geil ist denn das wirklich? Weil ihr natürlich jetzt nichts mehr falsch machen könnt beim Anschließen. Das ist ja alles Plug and Play. Ihr braucht keine Angst mehr haben, irgendwelche Kabel im Fahrzeug zu verletzen, irgendwelche Kabel falsch zu erwischen. Das Thema ist einmal komplett durch und wir empfehlen euch ja auch die Variante mit dem HLM, weil es gibt Autoradios, gerade neuere Fahrzeuge haben sowas sehr oft drin, die haben eine Impedanzüberwachung und was Gott noch alles, dass die Geräte teilweise abschalten, wenn man jetzt nur so irgendwas schnell dran stöpselt. Der HLM kümmert sich um alles und wird diese Probleme erst gar nicht auf eure Tagesordnung bringen, sondern ihr verbaut das und ihr habt einen riesen Spaß an der ganzen Sache. Wenn ihr gewisse Sachen vielleicht noch nicht verstanden habt oder noch Fragen habt und ihr sagt, das hast du mir jetzt noch nicht beantwortet, ich habe unbedingt noch diese Frage, haut es unten in die Kommentare rein. Wir werden versuchen beim nächsten Video und dabei wird es sich um diesen Adapter handeln, also nur um das hier noch, weil ihr habt bestimmt schon gesehen,
da sind ja nochmal Molex-Stecker dran, die kann man hier abstecken und da kann man ganz wilde Sachen mitmachen. Haben wir heute bewusst weglassen, dieses Thema, weil wir eben ein zweites Video über diese Adapter machen, was man mit diesen Anschlüssen noch alles anstellen kann. Insofern haut eure Fragen in die Kommentare rein. Wenn es genügend Fragen sind, die um das Thema Signalfluss von A nach B gehen und so weiter, dann machen wir vielleicht auch noch ein drittes Video, wo wir nur die Fragen beantworten. Also bleibt an Ball, abonniert unseren Kanal, klickt die Glocke, damit ihr auch diese Videos immer wieder angezeigt bekommt, wenn es bei uns was Neues gibt und das euch vielleicht interessieren könnte. So, und damit waren das meine Worte zum, was haben wir heute, Donnerstag. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Machen, egal was ihr im Auto einbaut. Hauptsache ihr habt einen geilen Sound. Bis bald, euer Olli.